Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Zum Abschluss des Dezembers kommen Modelle, die oft gar nicht den Weg auf ein Spielfeld finden, nämlich Männer, Frauen, Kinder, Zivilisten eben. Es geht diesmal weniger darum, wer die Modelle hergestellt hat, vielmehr geht es heute eigentlich darum, welchen Nutzen haben diese Modelle eigentlich. Denn wenn man es mal ganz ehrlich betrachtet, einen wirklichen Nutzen haben diese Zivilmodelle nicht. Sie müssen gekauft werden, woran es dann oft scheitert, weil gerade wenn man kein Einkommen hat, liegt der Fokus dann doch auf den Modellen, mit denen man spielen kann, also in erster Linie den Soldaten. Hinzu kommt bei mir außerdem noch, dass ich über viele Jahre gar nicht wusste, wo ich Zivilmodelle herkriegen sollte. Natürlich war Games Workshop bekannt, aber da habe ich niemals wirklich viele Zivilisten gefunden. Im White Dwarf sah man zwar hin und wieder sehr schicke Dioramen mit Adligen und Bürgern, aber wer der Hersteller war, darauf wurde leider oft nicht eingegangen, weil dann wären die Kunden vermutlich zu diesem Hersteller gegangen, um sich diese Modelle zu beschaffen. Erst als ich dann ins historische Tabletop eingestiegen bin, kamen dann die Zivilisten wieder aus der Versenkung hervor und plötzlich war da nicht nur ein Hersteller, sondern eine ganze Reihe und vor allem für alle möglichen Epochen. Antike, Frühmittelalter, Hoch- und Spätmittelalter, natürlich frühe Neuzeit und auf die eine oder andere Weise konnten die auch alle in die Welt von Warhammer eingepasst werden oder generell für Fantasy verwendet werden. Ein Bauer aus dem Hoch- oder Spätmittelalter passt perfekt nach Bretonnia, genauso wie ein Händler aus der Renaissance in das Imperium passt. Nichtsdestotrotz kamen die Modelle trotzdem oft zu kurz und wanderten in den Berg der Möglichkeiten, weil wofür braucht man die denn, mal abgesehen vom Dioramenbau? Aber getreu dem Leitsatz, besser haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben, wurden die Modelle verwahrt, um irgendwann Farbe zu bekommen. Manche der Modelle, die hier im Video zu sehen sind, haben Jahre im Berg der Möglichkeiten zugebracht und darauf gewartet, bis sie endlich auf die Werkbank kamen, weil einfach andere Projekte Vorrang hatten. Was mich dann allerdings dazu gebracht hat, mich auch diesen Figuren wieder zuzuwenden, war Saga. Plötzlich mussten keine riesigen Armeen mehr aufgestellt werden, sondern auch das, ich will es mal das Drumherum nennen, wurde wichtig. Ein Dorf sieht einfach langweilig aus, wenn keine Dorfbewohner darin sind und auch ein paar Zäune, die eine Weide begrenzen, wirken besser, wenn auf dieser Weide ein paar Kühe, Schafe oder Schweine stehen. Ein guter Freund von mir sagte dazu einmal, dass er am liebsten auf einem Feld spielt, das so aussieht wie ein Diorama. Aus dem Grund haben wir dann auch nie die Saga-Geländeregeln zur Anwendung gebracht und alles so aufgebaut, wie wir es wollten und nicht nur eine bestimmte Anzahl Geländestücke benutzt. Waren die Zivilisten während des Spiels im Weg, wurden sie aus dem Weg geräumt und standen dann in der Nähe und sahen zu, was da alles passierte. In der Realität würden die Leute natürlich weglaufen und sich verstecken, bis die Luft wieder rein ist. Interessanterweise habe ich die gleiche Einstellung zum Thema Gelände auch in den Regelwerken von Black Powder und Warlords of Everyone wiedergefunden. An Black Powder hat Rick Priestley mitgearbeitet und Warlords of Everyone hat er selber geschrieben. In Black Powder ging es um den Einsatz von Modellen gefallener Soldaten, die man, wenn ich den Text richtig im Kopf habe, doch ruhig über das ganze Schlachtfeld verteilen solle, um den Eindruck einer Schlacht zu erwecken. Oder wenn die Einheiten Verluste erleiden, statt Markern eben die Gefallenen zu benutzen, um die Verluste der Einheit darzustellen. In Warlords of Everyone ging Rick Priestley dann sogar noch einen Schritt weiter. Regeln für den Aufbau von Gelände gibt es da nur sehr rudimentär und wenn es das Szenario eben erfordert. Ansonsten war sein Rat, baut auf, was ihr wollt. Je mehr der Eindruck einer Landschaft entsteht, desto besser. Schließlich finden Konflikte und Kriege meistens nicht in menschenleeren Gegenden statt, sondern nun mal leider da, wo Menschen leben. Oft werden, glaube ich, auch die Möglichkeiten unterschätzt, die sich mit diesen Modellen bieten. Statt einen Marker an eine Einheit zu legen und zu sagen, die Einheit hat Beute gemacht, kann man auch direkt eine passende Figur daneben stellen, die eine Kiste trägt oder einen Sack oder ein kleines Fass auf der Schulter hat. Oder auch mehrere davon. Das sieht dann gleich viel besser aus, als einen Würfel oder einen anderen Marker zu verwenden. Davon die gefangenen Dorfbewohner zu befreien, will ich hier gar nicht erst anfangen. Also Möglichkeiten, wie man die Modelle einsetzen kann, gibt es sehr, sehr viele. Und wenn sie einfach nur dazu dienen, das Schlachtfeld vor Beginn des Spiels ein bisschen optisch aufzulockern. Ein anderer wichtiger Punkt, der bei Zivilisten nicht vergessen werden darf, ist, im Falle menschlicher Armeen sind sie für eine Seite der Grund, warum die Armee überhaupt auf das Schlachtfeld marschiert. Die Soldaten, Ritter oder auch eine Söldnertruppe verteidigen das Dorf oder die kleine Stadt und ihre Bewohner. Gerade bei Warhammer passt das sehr gut, wenn es dann gegen eine der bösen Armeen wie Chaos oder Dunkelelfen geht. Was mich auch gleich zu einem anderen wichtigen Punkt bringt und jetzt klaue ich ein paar Aussagen von Dirks Dystopia. Das ist ein kleiner Kanal aus den USA, den habe ich natürlich unten verlinkt. Auf dem Kanal gibt es bis jetzt nur sehr wenige Videos, aber dafür ein paar sehr schöne Spielberichte, in denen Salamanders gegen Iron Warriors kämpfen. Dirk sagt am Beginn der Spielberichte sehr schön, dass die meisten Spieler auf die Frage, was macht die Armee hier,
damit antworten, die Fähigkeiten, Sonderregeln und Punktkosten aufzuzählen. Was ja nicht falsch ist, aber für ihn, und da habe ich mich wiedergefunden, ist es der Hintergrund, der wichtig ist. Warum sind deine Soldaten, Ritter, Space Marines oder was auch immer hier? Was ist auf diesem Schlachtfeld, für das sie bereit sind zu kämpfen und auch zu sterben? In den bereits aufgezählten Epochen und im Fantasy können zumindest für eine Seite die Zivilisten genau diesen Grund darstellen. Sie sind die Bürger, die es zu verteidigen gilt. Wenn man dann ein passendes Szenario entwickelt oder ein Standardszenario anpasst, gibt das plötzlich einen ganz anderen Blickwinkel auf das Spiel, weil es eben für eine Seite um ein sichtbares Objekt geht, das es zu verteidigen gilt. Es sind vielleicht nur kleine Details, aber die können schon einen großen Unterschied machen. Natürlich kann man auch den Grenzturm gegen eine anrückende Chaoshorde verteidigen, oder eine Heerschar Normannen stellt eine Gruppe Wikinger, die gerade anlandet. Das sind jetzt erstmal 2 Standardszenarios, die sich aber sehr schön mit Kleinigkeiten erweitern lassen, wofür man noch nicht mal zusätzliche Modelle braucht. Allein schon kleine Details wie Namen können einen großen Unterschied machen. Es klingt zum Beispiel ganz anders, wenn Baron Guillaume de Coville mit seinen Männern Olaf dem Roten entgegenzieht, um zu verhindern, dass die Wikinger weiter ins Landesinnere eindringen. Auch das Szenario mit dem Grenzturm lässt sich so weiter ausbauen. Wenn man jetzt auch noch die Möglichkeit hat, das Ganze mit optischen Erweiterungen zu versehen, im letztgenannten Beispiel eben Zivilisten, die dort einfach am Ort des Geschehens leben und ihn deswegen auch nicht so einfach verlassen können, erhält ein Standardszenario eine ganz andere Tiefe. Und genau das ist es, was Dirk in seinem Spielbericht gemacht hat. Der Hintergrund ist sehr simpel. Während des Aufstands des Horus versuchen Iron Warriors, deren Schiff schwer beschädigt wurde und weswegen sie in Ungnade gefallen sind, ein Schiff der Salamanders zu kapern. Dirk und sein Spielpartner spielen schlicht und einfach Standardszenarien aus dem Buch, bringen ihre Spiele aber mit der Hintergrundgeschichte auf eine ganz andere Ebene. Hinzu kommt noch, dass sie auch das passende Gelände verwenden und mit Floor-Tiles wirklich das Innere eines Raumkreuzers der Salamanders versuchen darzustellen, wobei natürlich auch ein paar Abstriche gemacht werden müssen, aber das ist eben so. Es ist der Gesamteindruck, der vermittelt werden soll, und um den genau geht es mir hier auch, weil über die Jahre im Hobby ist mir genau das immer wichtiger geworden. Der Gesamteindruck und der Spaß, den wir haben. Klar, keiner spielt, um zu verlieren, aber wenn alle Spaß haben, haben auch alle gewonnen, egal welche Seite am Ende den Sieg in der Schlacht davonträgt. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und damit komme ich auch zum letzten Punkt meiner Gedanken über Zivilisten im Wargaming. Sie sind meistens nur die Statisten in unseren Spielen, wenn sie überhaupt auf das Spielfeld kommen und mal nicht das Missionsziel sind, das es zu befreien oder zu schützen gilt. Trotzdem sieht für mich eine Platte mit Zivilisten drauf weit besser aus als eine ohne. Mit diesen Statisten wirkt das Spielfeld interessanter und belebter, weil eben wirklich Leben dargestellt wird. Hier ein paar Bilder aus dem Dorf von unserer letzten größeren Warhammer-Schlacht. Es sind nicht viele Bewohner dort, aber genug, um den Eindruck zu erwecken, dass es nicht verlassen ist und dort Menschen leben. Andere Modelle waren dann auf der Platte verteilt. Karren, Reisekutschen, fahrende Händler, Holzfäller und so weiter. Es wirkte alles sehr lebendig und erst vor kurzem sagte einer der Spieler zu mir, dass der Tisch echt super aussah. Ein noch besseres Beispiel für den Einsatz der Zivilmodelle ist das Turnier von Lyonesse, das Balduin und ich zusammen gedreht haben. Natürlich ist auch das unten verlinkt. Die Frauen, Männer und Kinder haben der ganzen Szenerie, die Balduin für die Turniere entworfen hat, noch mehr Leben eingehaucht und waren der beste Rahmen für die Ritter und ihr Turnier. Die Frage, ob es sich am Ende lohnt, einfaches Volk zu bemalen, muss sich jeder selbst beantworten. Ja, es ist mehr Aufwand und ja, es braucht seine Zeit, weil es nun mal alles Individuen sind und keine Uniformträger. Der Aufwand lohnt sich aber trotzdem, finde ich, weil das einfache Volk auf dem Spielfeld nochmal eine ganz andere Atmosphäre erzeugen kann und die Platte dann noch besser aussieht. Ein kleines Manko ist der Maßstab der meisten Zivilisten. Der ist nämlich 28 mm Real Scale. Aber da die Modelle in erster Linie ja unter sich bleiben, fällt das nicht ganz so sehr auf. Und mit diesen letzten Worten sind wir dann auch am Ende des Videos angekommen. Was jetzt kommen würde, wisst ihr ja, von daher lasse ich es weg und wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.